32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Folge 2 des diesjährigen YPC Bank. Durch Regen und Hochwasser sind die Bedingungen zum Auftakt alles andere als anglerfreundlich. Trotzdem sind hier nach dem Vormittag bereits 5 von 8 Teilnehmern auf dem Board. Das denn Schöne hatte nur ganz kurz etwas Anlaufschwierigkeiten. Inzwischen führt der amtierende Champion von Nace vor Yusuri Jungspund Sami Mohib und Mobis Oberbayer Herbert Ziereis. Dahinter folgen Flo Hassenflug von Stroft mit 2 Hechten und Savage Gear Newcomer Max Guder mit einem Zander. CWC-Vertreter Ewert Ostdam, Fisch- und Fangredakteur Birger Domeyer und auch der weitgereiste Repräsentant von Fischass César Valladares warten noch auf ihren ersten Wertungsfisch. Das genügt zum Zwischenstand. Wir tauchen ins Geschehen ein. Und das quasi buchstäblich. Okay, die zweite Folge startet wie die erste. Mit keinstem Regenwetter. What a nice summer day. The water is going worse and worse. Ja, hallo zur zweiten Folge YPC Bank 2024. Es ist extrem windig geworden, über Mittag, kalt. Und ja, wir probieren noch mal zu gucken, ob die Hechte aktiv sind, weil eigentlich ist ja Hechtwetter, deswegen hier einen etwas größeren Polder. Mal gucken, ob da was geht. Hecht ist der Plan, nach wie vor. Und ja, wir haben hier 2 bekannte Seen. Ich glaube, viele Leute kennen diese Seen tatsächlich. Und ich hoffe, euch zeigen zu können, dass da drin Hechte leben. Mal schauen. Ja, okay. Oh, was soll ich denn jetzt davon halten, ey? Das gibt's doch gar nicht. Mit dem Wetter nicht mal ein Hecht beißt, ne? Oh. Okay, ja, aber weitermachen. Was nützt das? Upsi. Alter, ist das glatt da. Wow. Ja, beißen nicht die Jungs. Tja, was machen? Sachen machen. Fische beißen nicht, gar nicht. Ey, das gibt's nicht. Hier steht alles voll. Die Stimmung ist nicht so gut gerade. Oh, wir sind ewig weit gelaufen und wir haben hier echt einen super Spot, wo echt viele Hechte stehen. Aber die beißen einfach nicht. Die beißen überhaupt nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Also so krass. Die haben das Maul zu, die liegen hier wahrscheinlich irgendwo unter den Seerosen. Das gibt's gar nicht. So wie es immer ist, wenn man sich einen Plan macht, gibt es immer einen Plan B. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir können uns da vorne eigentlich noch Pommes schnell kaufen Mittag, aber das haut nicht hin, weil die haben zu. Aber ich habe noch so eine Schleuse, ne? Und da schaut es jetzt so aus, als wenn der Wind da jetzt nicht schlimm war und wir uns da schnell eine halbe Stunde probieren. Wir haben da dort schon Barsche gefangen, vielleicht stehen noch dort. Das probieren wir jetzt, aber nur eine halbe Stunde schnell. Währenddessen versucht Ewert, den Erfolg herbeizureden. First cast, boom. Second cast, boom. And then we go back, pike, boom. Wishful thinking.
Yeah. Oh. Bite. 100%. 100%. But really small. Might be small sandals or something. Yeah, that was a bite. What the fuck? Small fish. Fisch. Jawohl, da ist er. Da ist der Hecht. Ich brauche ihn. Ich will ihn haben. Yes. Woohoo! Yes! Juhu! Da ist er, im Minisee. Perfekt auf den neuen Prototypen der Spinnerbaits von Savage Gear. Leute, das wird zwar noch einige Zeit dauern, bis die rauskommen, aber die sind gut. Die sind gut und fangen Fisch. Ah, mega. Yes, da kann die Scale hier ausgebreitet werden. Ich war noch nie in meinem Leben, glaube ich, so nervös bei so einem Hecht. Ich bin ja nun ein absoluter Hechtangler und ich wusste, ich brauche diesen Hecht. Ich habe auch morgen einen sehr guten Plan für Hecht. Beziehungsweise übermorgen ist das ja, aber ich wollte ihn einfach haben, dass man ihn schon mal einfach halt hat. Und es ist auch ein sehr schöner Fisch, muss man tatsächlich sagen. Köder zeige ich euch gleich. Da ist erstmal der Hecht. Schön. Richtig schön. Der hat ja auch schon 75, wa? Mega. Außenkraut, Spinnerbait, Rums. Richtig geil. Fangen wir vorne an. 80 cm. Oder? Kriegen wir. Ja, ist drüber. Warte. Ja, genau. So. 80 cm hat er. Yes! Mega geil. Wunderschöner, auch ganz schön dicker Hecht, muss man sagen. Im Regen, aber es ist eben Hechtwetter. Alle anderen fangen ja auch Hechte. Dustin, Flo, Sammy. Ich habe jetzt lange nicht mehr in die Gruppe geguckt, aber ja, der schöne Fisch darf wieder schwimmen. Oh, und da geht er. Ich liebe meine Hechte. Juhu! Richtig geil. Da ist er prinzipiell. Schöner Spinnerbait von Savage Gear. Es gibt ja schon den Da Bush oder den Da Mega Bush und das hier wird ein neues heißes Teil mit ein paar richtig coolen Features. Aber dazu später mehr. It's more. Fuck my life. Come on. It's really raining a lot, so I'm checking right now how it will go in the next hours, because I have to decide where I go. We will hide under a bridge. It was not in my plan, but I still need a strong zander, so we will fish under a bridge for 1 or 1.5 hours, and then we will come back, I hope so, for perch action. Let's go. Was ist mit ihm los? Hoffentlich greift er uns nicht an. Hey Maschine, wir wollen nur angeln. Wir wollen dir nichts tun. Hey, hallo. Hallo, keine Angst haben. Hey, alles gut, komm her. Hallo. Ich will hier nur angeln, ich will dir nichts tun. Hey Bro. Mag uns nicht. Also wir sind ja jetzt nur 10 Minuten vielleicht mit dem Auto gefahren. Und dann haben wir schon gesehen, jetzt kommt die Sonne auch noch raus. Hat er natürlich vorher gesagt, dass er einmal 1 Stunde die Sonne aufreißt. Und jetzt meint man, es ist ein anderer Tag. Vor 5 Minuten sind wir noch im Sturm drin gestanden. Aber wir sind natürlich jetzt auf der anderen Seite vom See.
Und das macht natürlich auch schon viel aus. Ja, jetzt hat sich die Fahrt doch rentiert. Ins schöne Wetter zu den Barschen. Freut mich jetzt, dass die Sickhaut hat. Jetzt messen wir noch mal den Burschen. Der ist über 32,5, also 33. Schatzi, ich bring die jetzt wieder runter. Also typische Schleuse. Da gibt es ab und zu Fisch und ab und zu nicht. Also wir waren schon da. Da haben wir 2 Barsche gefangen im Training. Und wir waren auch schon da haben wir gar keinen gefangen. Also einmal sind der Fisch da und einmal nicht. Ist aber auch, glaube ich, viel abhängig, ob die viel schleusen oder nicht. Das Wasser wird da auch ein bisschen drüber. Aber fangen kann man da jeden Fisch, klar. Kann man auch Dropshot mit Montagen fischen. Ich habe mir jetzt die schnellste ausgesucht, weil man denkt, das bleibt ganz kurz nur da und schau, ob ein da sind. Mit einem Jigspinner ist man da, glaube ich, immer gut bedient. Und ja, mich freut es auf alle Fälle, dass die Sickhaut hat. Ich werde jetzt aber dann noch mal andere Methoden auch noch mal antesten ein bisschen, weil jetzt gebe ich mir eine Viertelstunde länger für den Spot, weil ich möchte dann zu den großen Barsche. Ich meine, da war, glaube ich, der größte um die 43. Das ist auch schon ein super Barsch. Der darf man natürlich jetzt auch taugen, aber wo wir danach gehen, gibt es größere, aber nicht unbedingt mehr. Bei den Barschen ist das auch immer so. Also man kann nicht sagen, das ist ein guter Barschplatz, weil der ändert sich. Je nach Woche oder wie das Wasser ist oder ja, einmal sind sie da und einmal sind sie da. Und man muss die wirklich suchen und dann kann man eigentlich einmal eine Woche oder 2 Wochen auf der Torten schon mal was fangen. Aber so, dass die Plätze dann immer funktionieren, das, ja, da gibt es nur ganz wenige. Also wer sucht, der findet oder auch nicht. Schön gesprochen. Wir schwenken vom findigen Herbert zum suchenden Dirker. Ich gebe zu, das ist echt einer meiner schlechteren Angeltage in letzter Zeit. Gut, die anderen fangen ja was. Es ist nicht so, als könnte man keinen Fisch fangen. Ich glaube, im Weißorchester ist es heute nicht. Aber ja, also bei mir ist es gar kein. Da hat noch nicht mal einer die Geige in die Hand genommen. Alles keine schlechten Angelplätze, davon mal abgesehen. Aber wenn es halt mal nicht läuft, ne? Das gehört dazu, das trifft jeden mal, auch mich, auch andere. Ist nicht schlimm. Ein paar Plätze für heute habe ich aber noch. Auch noch eine gute Chance auf den Zander nachher. Also aber ich hätte den Hecht, den hätte ich jetzt schon gern gefangen, muss ich zugeben. Das wäre jetzt schon nicht so unwichtig gewesen, weil in der anderen Zone einen Hecht auch nicht so einfach. Aber okay, was man will und was man kriegt, ne? Ich glaube, das haben sich heute einige anders vorgestellt, das Ganze.
It's getting worse and worse. Totally out of the box. Maybe that changes something. What I try to do is I fish close to the edge of the current. For that I use my own design Evert Oostdam rod. It's a 40 gram rod. It's a perfect rod to fish with a long reach because of the blocks. They go far out, and with the long rod you can lift it over the stones when you retrieve it in. I special designed this rod for shore fishing. It's also from the Lizard X family, the same rods like Adam Orre. Only this one is a little bit stiffer and a little bit longer. It's 10 up till 40 grams. Of course I fish the piglet shad. And also I brought a second rod, that's up to 20 grams. Well, if you see in the background over here, the wooden poles, that's small backwaters. And I always use a little crankbait. So I cast for the outside for zander. And I always do some cast inside as well, close to the stones. Because there is always perch in this area. Leck mich am Arsch mit dem Hecht. Das ist es nicht heute. Ich weiß nicht warum, aber sie wollen nicht beißen, zumindest hier nicht, wo ich angel. Es sind genug Hechte da, ganz sicher, an all den Ecken, aber keine Chance. Ich probiere jetzt einen Zanderplatz hier, mal gucken, was die da sagen. Ansonsten fahren wir noch mal mit der Fähre auf die andere Seite, dann die restlichen 2 Stunden auf Zander. Da habe ich eigentlich auch eine ganz gute Hoffnung, noch einzufangen. Ja, so der Plan, ne? Und Pläne hatte ich heute ja schon viele, hat nur nicht so viele geklappt. Fish on. Yeah, nice. Nice zander. Yeah, it's not big, but fish is fish. Up. In the net. Yeah. Okay, let's go. I hope he makes the size so I can fill my cart. Whoop, whoop, whoop. As you can see, it's too small. Really too small, this one. So let's put him back and try to catch his big brother. Gut, ich würde sagen, ich mache hier noch mal ein paar Würfe mit dem Spinnerbait. Weil das kann ja nicht alles gewesen sein hier. Ja, auch noch mal 2 Würfe in dem tiefen Loch machen und ich denke, dann fahren wir weiter ohne Hecht. Das gibt's ja gar nicht. Better one. Not a huge one, but still. Improvement is improvement. So this one is, let's see. I hope we can see clearly on the camera. 50 because I'm after the half. I try to have the whole fish. So 50 centimeter for this zander. Yeah, improvement. Come on, let's get you back. Whew. Man merkt, dass Sami häufig im urbanen Raum unterwegs ist. Mit guter Balance und Fisch Nummer 5 schiebt er sich an Dustin vorbei und schielt, wie schon im letzten Jahr früh, auf die Full Card. Für den zweiten Youngster der Runde ist die dagegen noch deutlich weiter entfernt. Das war's für den Spot hier. Ein schöner Hecht kam raus, 80 Punkte, die sind sehr gut. Das ist ja genau der Durchschnitt, den ich haben will. Ja, das entspannt die Situation für morgen schon mal. Ich hatte nämlich für morgen nur einen Hechtspot angedacht.
Ich denke auch, dass ich da Fisch fangen werde. Aber ja, nichts Genaues weiß man nicht. Jetzt habe ich ihn schon mal. Und ich würde sehr gerne noch meinen Topwater-Spot anfahren. Aber ich glaube, bei 12 Grad Wind und Regen wird da kein Rapfen rumrauben. Oder auch kein großer Barsch, wie ich im Training da gefangen habe. Insofern geht es jetzt, glaube ich, endlich an meine Lieblingsdisziplin. Richtig dicke Schlappen werfen und hoffen auf den richtig großen Hecht. Let's go! Ja, auf dem Weg zum nächsten Spot ist mir eine kleine Idee gekommen. Eigentlich war der Plan, nur Hecht und Zander zu angeln. Aber ich habe einen einzigen Spot, den ich in der Nähe kenne, wo auch mal ein Barsch geht und vorrangig auf Topwater. Ist jetzt nicht das Topwater-Wetter, aber wir probieren mal ganz kurz da Topwater, ein bisschen Dropshot. Vielleicht fangen wir da einen Barsch. Die Chancen oder beziehungsweise meine Hoffnungen sind jetzt nicht so groß, aber egal. Versuch ist es wert. 3 Minuten Fahrt und dann geht es wieder zurück auf Zander. Perch on. Yeah! So that was not expected on this spot, but still a small perch. Always good to have. I think it's sizable. Let's see. Yeah, of course it is. 28, guys. I hope that everybody can see it. Up. Let's put this beautiful fish back. And you can go back. Sami setzt die Konkurrenz weiter unter Druck. Erste Fullcard des Tages, auf die umgehend taktische Anpassungen folgen. So here guys, like I said, I try to fill my cart first, so I'm not fishing too big. But now I will try to upgrade the size slowly. Right now I have a perch shad 9 cm in the color perch, working quite well. Was the same on the last sluice we went in, so that's the key for today. And now I'm gonna put on a big bleak shad, still the same color, and try to trigger a good zander. As you can see now, I'm fishing really inside the structure. There's a lot of wood, of anything that I can get stuck in, and the fish get stuck as soon as it bites. So I'm fishing casting with the Rodfather 21 to be able to pull them out with quite a strong leader, 30 cm, and a small spike that can handle really like me pushing out the fish, because if you are too soft, then it's done. You hook the fish and then he goes into something and you lose it or you get cut. Du willst beim YPC Bank Finale live als Zuschauer mit dabei sein? Ich sag dir, wie das klappen kann. Bestelle einfach bis 16.09. den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender vor und mit etwas Glück begleitest du die Finalteilnehmer an ihren entscheidenden Angeltagen, bist dabei, wenn der Pokal übergeben wird und nimmst am legendären Champions Dinner teil, wo die anderen Finalteilnehmer und das gesamte Produktionsteam den Staffelgewinner feiern. Viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß mit deinem Kalender. Deinen Angelschein kannst du ganz einfach und bequem von zu Hause aus machen mit dem Online-Portal der Anglerschmiede. In über 90 Lernvideos lernst du alles, was du für die Prüfung wissen musst. Zudem hast du die originalen Prüfungsfragen, welche dich ideal auf die Prüfung vorbereiten. Und bei uns gibt es eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, solltest du die Prüfung im ersten Anlauf nicht bestehen, kriegst du von uns den kompletten Kurspreis zurückerstattet. Also, worauf wartest du noch? Starte jetzt die Online-Vorbereitung auf deine Fischerprüfung und dann sehen wir uns am Wasser wieder. Eher Bock auf geiles neues Gunky Tackle? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, denn ab sofort startet die Gunky Week auf hechtundbarsch.de. Und so funktioniert's. Je 50 € Gunky Warenwert landet ihr automatisch mit je einem Los im Lostopf und habt die Chance auf 3 richtig geile Preise. Ihr habt die Chance auf 2 Tackle-Pakete von Gunky, bestehend aus Rute, Rolle und Ködern. Einmal ein Spinning-Set zum Barschangeln und einmal ein Baitcast-Set zum Hechtangeln. Oder aber du gewinnst einen Angeltag, wo du mit mir zusammen am Polder den großen Hechten nachstellst. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Teilnahme. Meine Daumen sind gedrückt. Wir sehen uns. Bis bald. Petri Heil.
dieser Routenwald nicht immer vom Vorteil. Noch schon Topwater. Und noch ein Chatterbait bitte. Ja. Ich fange erstmal oben an und arbeite mich dann runter. Mal gucken, ob das was bringt, ob das was wird. Ganz schön viel Mist in dem Wasser und ganz schön trüb. Also oh! So. Nicht der Fisch, den ich brauche. Oh. Aber es gibt 10 Punkte. Zweiter Wurf auf Topwater, glaube ich. So, hier müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich lege den jetzt nicht ab. Das ist ein Rapfen. Ich brauche den ja nicht messen. Ne? Der muss 40 cm haben, um zu zählen. Der hat 70 oder so. Ganz kurz präsentieren. Weiß nicht, 65. Vielleicht schöner Fisch. Der hat den weggenommen. Sollte ein Barsch sein. Barsch in der Größe wäre mir lieber, ist es aber nicht. Schöner Fisch. 10 Topwater-Punkte. Die kann ich gebrauchen. Ja, Barsch wäre mir lieber gewesen, der noch gezählt hatte, aber so ist auch geil. Yes! Das goldene Dekor ist vor allem beim Barschangeln meine Lieblingsfarbe. Aber ihr habt es gesehen, die Rapfen wollten ihn auch. Ein geiles Setup, nämlich mit unserem neuen Nace One NXT Prototyp bis 14 Gramm. Habe ich hier mit einer geilen Diver-Rolle gepaart. SLP Works. Vielen Dank an Kai von Moritz. Geile Kombo. Ja, mal gucken, was es jetzt noch so gibt. Ich mache mal noch einen Wurf. Vielleicht kommt ja noch ein Rapfen. Ich glaube, 30 Topwater-Punkte kann man insgesamt holen, oder? Gute Entscheidung, in diesem klaren Fall aufs Messen zu verzichten. Dustins Plan geht also tatsächlich auf und plötzlich bieten sich auch anderswo ungeahnte Gelegenheiten. Also der Witz des Tages, dann raubt jetzt natürlich hier ein Rapfen. Klar, ich könnte auch, irgendwie kann man ja auch Topwater-Punkte sammeln für einen Rapfen 10. Also einen raubenden Rapfen fangen, das klappt ja auch in einem von 50 Fällen so, jetzt loszurennen, um die Dinger zu holen. Also, nee. Hätte ich jetzt schon ein paar mehr Fische in der Karte, okay, aber ich glaube, das darf ich mir jetzt nicht leisten. Also jeder Wurf mit dem Topwater-Köder jetzt wäre schon fahrlässig, muss man schon sagen. Das lasse ich mal lieber. Gucken wir mal, dass wir die Basics so ein bisschen jetzt hier mal auffrischen. Ne? Vielleicht mal irgendeinen Fisch fangen, der auch Punkte bringt. Ja, wie ihr seht, ist das Wasser hier extrem trüb. Das liegt natürlich an dieser Hochwasserlage. Es breitet sich dann ja überall aus. Hier haben wir also direkten Zugang zum Fluss. Und da braucht man dann schon mal Köder, der ein bisschen heller ist. Wir haben natürlich unseren Easy Shiner rangemacht in der Fisch- und Fangfarbe, dieses Pink. Das ziemlich UV-aktives Orange ist da mit drin. Und ja, also wenn die den nicht sehen, dann wollen die einfach nicht wirklich beißen. Und auch eine Nummer größer, also den 5 Inch, kann man vielleicht sogar noch größer angeln bei den Bedingungen. Manchmal ist das für Zander besser, wenn man die Köder etwas größer nimmt, wenn das Wasser so trüb ist. Einfach mehr Silhouette, mehr Druckwelle, das funktioniert dann häufig besser. Also diese kleinen
8 cm Köder, die würde ich bei der Suppe hier nicht mehr angeln. Aber gucken wir mal, ob hier überhaupt einer ist, der Lust hat zu beißen. Let's go. All in for the big ones. Ziel eindeutig die 1 vorne. Und ich bin einfach super happy. Mein Tagesplan hat schon völlig funktioniert. Ich habe einen Hecht. Und ganz viel wichtiger noch, ich habe einen Zander. Und jetzt wäre natürlich die Überlegung, jetzt versuchst du noch einen Barsch zu fangen. Ich habe hier keine Barschspots, ich habe hier nicht Barsch trainiert. Den einen Barschspot am Kanal, wo ich welche hatte, haben wir angefangen, da hatte ich einen Fehlbiss, das war's. Jetzt kann ich einfach meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Neue SG8-Route, die SG8 Alpha bis 450 Gramm Wurfgewicht. Dicke, fette Roach drauf. Abmarsch. Mega praktisch übrigens, solltet ihr euch auch unbedingt mal zulegen, wenn ihr Uferangler seid und auch sehr gerne auf Großfisch angelt. Riesiger Kescher, jetzt in dem Fall ja halt ein großes Beastnet, und ich habe hier immer einen Aquaguard Glove dran, also immer einen Handschuh einfach dranhängen haben. Das ist einfach für mich total wichtig, insbesondere bei großen Hechten. Jetzt habe ich mir hier einen Schultergurt drum gemacht, kann ich mir das Ding umhängen. Wichtig ist, wenn ihr euch das umhängt, hängt es euch auf diese Seite, weil damit ihr im Drill das Ding auch einhändig abnehmen könnt. Nicht, dass ihr das irgendwie über die Route drüberlegen müsst. Und ja, ab ans Wasser. Einmal gerade noch die Tiefenkarte angeguckt. Die Tiefenkarte gilt zwar gerade nicht, weil hier 3 Meter Hochwasser drüber ist, aber ich fische jetzt prinzipiell, wenn ich jetzt natürlich große Köder angel, erstmal eine ganz flache Kante. Jetzt haben wir hier in dem Fall ja, so einen Bereich, der hier ganz flach und seicht reingeht, und dann kann man hier vorne richtig schön gut angeln. Ja, das ist jetzt so der Plan. Hier alles 4 Meter in Wurfweite. Das ist genau die richtige Tiefe zum Big Baiten, und später geht es hier noch ein bisschen tiefer auf den Bereich 7 bis 8 Meter. Dann fische ich dann einen großen Gummi. Ja, das sollte doch laufen, oder? So, let's go! Springen auch nicht ins Boot hier, die Fische. I don't know how it goes for the others, but I think I made the right choice with the wind to come here. Because the wind is getting stronger and stronger. Fish on. Yeah. Oh. Oh, nice. Whoa. Don't go anywhere. Don't go anywhere. Oh, he suddenly started to fight now. That's a huge one, boys. That's a huge one. Come on, get inside. It is. Yes! Good one. Yeah! That's what we want, guys. That's what we want. I wanted to improve. So it was time for the big shad. 15. He completely took it, huh? Ah, it's off. Yeah. Boom, guys, boom. That's what we want. A nice zander. 68, if it's good for you, 68. This one, guys. What a crazy fish. What a beautiful fish. Let's put him back slowly, like he deserves. Woo. Nice. Richtig wichtiger Fisch für Sami, quasi auf Ansage. Bei genauem Blick auf den Köder wird dann aber doch klar, dass der Plan für größere Zander ziemlich spontan gefasst wurde. So guys, after catching a few fish, I really wanted to upgrade my game, and I went for a bleak 15, and it's not what I expected to do, so I didn't bring with me any long jig heads. So I had to do a small trick with a drop shot hook that I made myself
to have a longer hook, and it did the job. So I'm super happy. I will try to check if there's another big one around, we never know, and then let's move for some perch action. The rain is almost over. Ja, ja, Fisch. Oh, ein schöner Zander. Oh, ein schöner Zander. Ein schöner Zander. Oh, Scheiße. Was ist das denn jetzt hier mit dem Spundi? Nein. Scheiße. Ah. So kann's laufen. Das wäre gewesen. Ist von meinen Füßen ausgestiegen. War keine Spannung. Kescher vertüdelt, wie immer, der Klassiker. Ah, yes. Das ist richtig ärgerlich. Das ist super, super ärgerlich. War nicht gut gehakt, denke ich, wenn ich den Haken so angucke. Naja. Jetzt ist er King, Grütze, fix, Halleluja. Mich da am Arsch jetzt. Muss ich eine halbe Stunde weniger fischen. Habe ich einen Fisch drauf gehabt, wahrscheinlich wieder ein Barsch, aber da sind natürlich überall so Sterne. Ei. Ja gut, das bedeutet für mich, dass ich eine halbe Stunde eher aufhören muss. Ei. Ah, das ist wieder saugeil. Ich bin direkt noch gespannt. Ei. 2 Unforced Errors in kurzer Zeit. Erst bei Flo, dann bei Herbert, die beide noch schwer ins Gewicht fallen könnten. Hilft aber nichts. So ist Angeln manchmal. Der bis dato fehlerfreie Dustin verlegt sich derweil von Topwater auf Finesse. Okay. So, das war's mit Topwater. Gucken, ob die Barsche vielleicht auf Chatterbait oder Dropshot reagieren. Fangen wir mit Dropshot an. Gucken, was wir hier Schönes drin haben. Genau, der Prototypen Larve. Sehr realistischer Köder an einer Libellenlarve am Original gehalten, also inspiriert vom Original. Durch den Kopf gestochen. Und dann gucken wir mal, ob hier ein Barsch steht, der Lust hat. Fisch. Hoppa. Tatsächlich viel zu klein, aber gut. Hoppa. Fühlt sich ein bisschen an wie mit Kanonen auf Spatzen schießen mit diesem Riesennetz hier, aber es gibt die Regel, die Fische nicht rauszuheben und daran halte ich mich natürlich. Larve funktioniert. Ganz kurz aufs Measureboard hacken. 24. Ui. Hoppa. Ja, das brauche ich nicht, aber es macht Spaß. Ach, das entwickelt sich jetzt zum Albtraum. So kann's laufen. Oh. Was lernen wir daraus? Bisschen zu beherzhaft geschnipst in der geflochtenen Schnur. Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen zu beherzt mit meinen nassen Fingern geschnipst gerade. Irgendwie ein Stück Haut erwischt. Jetzt blutet das. Aber nicht so schlimm.
Wir müssen einen Zander fangen. I still got my socks completely soaked. But never surrender. We're changing the plan a bit. Yeah, now I'm switching to another shallower thumb because with this day and in this situation of high water, maybe it's a bit changing the plans I had, but might be a good idea trying to get the pikes today. My idea was at the beginning was keeping the pikes for second day, but due to the situation, anything will work. And trying to get, maybe the pikes came around here hunting in the shallower thumb out of the current. This is what we're trying now with the chatterbait. Slowly retrieving close to the bottom. Might work. There's an option for getting one. Nachläufer. Hast du gesehen, ist ein Aaland. Das war ein Aaland. Völlig neugierig und angeschwommen. Ja, jetzt. Schlechter Zander, yes! Nicht so groß wie der letzte, aber Leute, es ist ein Zander und genau den haben wir gebraucht. Yes! Heute ist krass, also heute ist von, boah, ist das schleimig das Ding. Heute ist von macht Spaß bis ich kann heulen, ja, alles dabei. So, oh, da ist noch so viel Hechtschleim drauf, glaube ich. Ja, endlich ein Zander, mein Gott. Das hat jetzt gedauert, wa? Messen wir den mal schnell. So, Scale ist nass. Einmal rauf, nochmal die Scale gerade ziehen. Der ist da vorne dran. Oh, der ist viel größer als ich dachte. Wow, und der kommt sogar noch auf halb 63. Hey, oh, 63er Zander. Mehr geht nicht. Oh. So, dann setzen wir ihn einmal zurück. So, hätte ich mal gleich den Kescher hier mitgenommen, du. So, oh, und weg ist er schon. Der war noch richtig fit. Yes, Zander, geil. Und wieder auf meine absolute Lieblingsschnur, Stroft GTP Typ E3. Die geilste Zanderschnur der Welt. Richtig mega. Davor ein 30er Niti, 35er Fluorocarbon dahinter als Verbindung, als Schutz vor den Steinen hier. Perfekt. BKK-Haken drauf, kleiner Bultis, Abfahrt. Das ist ein geiles Match. So. Nach Pleiten, Pech und Pannen also doch endlich ein Erfolgserlebnis für Flo an diesem Nachmittag. Damit schließt der Hamburger zu Herbert auf. Der wiederum plant den nächsten Spotwechsel und zieht ein durchwachsenes Resümee. War ja ganz nett bei dem Platz, leider 30 Strafminuten. Kann ich nicht ändern. Und jetzt geht es zum Big Barschplatz. Und wenn wir da jetzt natürlich einen fangen dann noch, dann kann man das andere auch wieder weiter wegstecken oder leichter wegstecken. Also, auf geht's, wir gehen, packen wir's. Oh, wir haben es verstanden, Alter. Wir haben gar keinen Bock auf Beef mit euch. Ja, komm, lass abhauen hier. 10 extra Punkte und naja, kurz 48 Punkte für einen Barsch. Der wird hoffentlich wieder rausfliegen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Fisch fange, könnte ich tatsächlich eine Full Cut heute schaffen.
was Sammy schon vor wahrscheinlich einer Stunde gemacht hat oder 2, wenn ich das richtig verfolgt habe. Naja, gucken wir mal. Ja, nein, ab! Oh, Fehlbiss! Oh, das gibt's nicht. Leute, der Zander steht hier dick. Oh, hier steht richtig Fisch. Mist, Fehlbiss hier vorne, vor den Füßen. Hier steht dick Zander. Oh, gleich noch mal rauf da. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Yo! Right here! Oh! Half hour less. Shit. Ah! Yeah. Oh, man. Was almost in the net. Broke the line. Yeah, half an hour penalty for that. Shit, man. Okay, no time to lose. Jetzt hängt er! Jetzt hängt er! Oh. Leute, und das ist ein guter Fisch. Das ist wieder ein guter Fisch. Ja, direkt eingelöffelt, das Ding. Yes! Oh, jetzt läuft's gut bei uns. Jetzt läuft's gut bei uns. Oh, endlich. Die Matte ist noch nass. Ich kann den direkt drauflegen. Wunderbar. Guck dir das an. Fast so groß wie Mark Patschowskis Barsche, sage ich immer. Dann zählt er als 53. Mega. Wunderschöner Zander. Hammer. Guck mal, wie der aufstellt. Okay. Und weg ist er. Yes, Leute. Jetzt geht doch noch was. Danke, Petrus. Oh. Auf zum letzten Gefecht. So, 2 Spots habe ich noch. Die müssen jetzt mal zünden. Folgen sind wir unauffällig. Ich mache erstmal ganz leicht im Nahbereich hier. So ein Drehwasser hier in der Ecke drin. Danach kann ich noch mal schwerer weiter an der Stromkante angeln, aber manchmal sind die schon hier vorne, stehen die ganz vor den Füßen rum. Wir sind jetzt da auch so eine Hafeneinfahrt, so eine langgezogene Buhne raus. Und da ist jetzt gar nicht so tief, 2,5 bis 4 Meter sowas. Ein gutes Zeichen ist da, der Kormoran war da, Gänsesäger ist da. Genau das, was wir brauchen. Einen Wind haben wir jetzt Gott sei Dank von hinten. Eigentlich schaut es nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt dann noch ein bisschen Sonne kriegen, dann scheppert's. Leo. Wir haben was vergessen. Wir müssen den Werbeclip für Ludrop noch drehen. Das Outlaw, richtig? Ja. Genau, alles klar. Unsere Abonnenten sind versorgt, aber solltet ihr noch kein Lurdrop-Abo haben, ab heute ist die neue Lurdrop 09 für euch in geringer Stückzahl verfügbar auf hechtundbarsch.de. Diesen Monat haben wir einen Warenwert von über 93 € für nur 39,95 € und zusätzlich haben wir 5 Produkte in absolut gelungenen Sonderfarben. Hautnau, aber nur auf hechtundbarsch.de.
Aber da ist der Keck wieder mit seinem Piepsding. Der hat doch nicht. Oder? Ey, was lachst du so hässlich? Hilf uns mal lieber. Wenn ich ein Golddigger wäre, würde ich nicht mit euch abhängen. So, new spot, new technique. Now it's Shiozuri time, guys. I have my jerk minnow out, the suspending one. Quite realistic color. With the prism effect that reflects the light. I took the lightest rod feather, so the 14 grams. I want to fish quite light and search for perch in these shallows. We're lucky, as expected, no more rain. Not much sun either, but it's okay, we will deal with it. Etwas über eine Stunde noch zu gehen. Heitere Aussichten für Sami. Bei Max sieht's düsterer aus. Also, Plan ist, Dustin hat ja auch einen Topwater-Fisch gefangen und ich habe glücklicherweise in dieser Zone einen Topwater-Spot und der war auch nur 5 Minuten entfernt von meinem Hechtangel-Spot. Das heißt, hier sind wir jetzt einmal ganz kurz. Ich werde jetzt die Hechtroute kurz im Auto lassen. Werde jetzt hier wirklich 10 Würfe nur machen mit Topwater, weil die Rapfen und auch sehr große Barsche, die hier im Training kamen, waren eigentlich immer super sofort am Platz. Ich bin der Meinung, es ist kein gutes Topwater-Wetter, aber ich lasse es nicht unversucht und werde 10 Würfe damit machen und dann geht es nochmal an den Big Bait. Das wäre jetzt echt schön. Den 49er Barsch auf Topwater nochmal. Den hatte ich hier im Training. Den würde ich gern wieder bekommen, muss ich sagen. Oh, wieder ein schöner. Wieder ein schöner. Bleib dran, Baby, bleib dran. Bleib dran, Baby. Nee. Ja! Yes! Und das ist der nächste Zander. Leute, Wurf auf Wurf Zander. Das gibt es nicht. Oh, und der ist 60. Auf den Strich. Auf den Strich. Jungs und Mädels, ich kann es nicht glauben. Da kann man sehen, da ist er drüber. Ein 60er Zander. Ich werde weg. Yes! Ist das geil? Wieder so ein wunderhübsches Tier. Oh, mega. Ja, perfekter Zander, 60 cm. Oh, mit der Stroft E3, den setze ich jetzt schnell zurück. Richtig, richtig geil. Hier läuft's. Okay. Und da geht er. Weg ist er. Oh. Flo hat noch einen Zander, 60. Der hat die gerade am Wickel. Na, haben wir alle gefangen, oder? Nein, oh, richtig guter Biss, das gibt es nicht. Oh, direkt vor den Füßen. Ein Hammerbiss. Wow. Mal gucken, ob wir den kriegen. Oh. Es sah lange nicht danach aus, doch Dustins Formulierung trifft es haargenau. Flo hat die Zander jetzt am Wickel. Leider fehlt uns bei dieser Aufnahme der Ton, aber wie ihr seht, hat auch dieser Fisch seinen Weg ins Netz gefunden. 4 Zander binnen knapp 30 Minuten katapultieren Flo auf Rang 2. Damit fehlt ihm nun nur noch der Barsch. Vorher zeigt uns der Hamburger aber erst einmal seine Montage und ist sich dabei nicht zu fein, das Marketing für einen direkten Konkurrenten zu übernehmen. Ein Ehrenmann.
Ja Leute, das ist ein richtig witziges Rig, was ich hier fische. Das ist ein Kickback-Rig. Da habe ich Titan vor, No-Action-Shed. Und der Clou an dem Ganzen hier ist, dass das ein Köder aus TPE ist, von Fish-Ass. Und zwar schwimmt der, das heißt, der dartet immer so nach links, rechts und dann treibt er ganz langsam auf. Und ist mal was die Zander in der Regel nicht kennen, haben wir im Training extrem viele Fische drauf gefangen. Wir nennen das liebevoll immer das Flow-Rig, weil das so schön in der Strömung spielt. Also überall, wo Strömung ist, ist das Rig hier echt genial und fängt immer wieder große Fische tatsächlich. Ja, Fisch on. Ja. Yeah. Oh, the net's stuck. Oh, it's too small. Oh, I have to net it. Small perchy. Not big, but it means the fish is around. Small perch guy, I don't even need to measure it. Hop. I put it back slowly. And we continue with the 3 Dira X Jerkbait. Dass der Vormittag nicht so super wird, das hatte ich ja fast schon mit eingeplant. Aber der Nachmittag auch noch so schlecht ist. Oh. Das war doch anders geplant, muss ich sagen. Well, I made a decision because the Zander fishing was really slow. Like really slow, not a single bite. I decided because the weather is clearing up, no more rain, finally. So I decided to go back to the pike spot because I know that they are here. I lost one this morning, and now with the clear sky, dry, a little bit more wind, I hope I can catch at least one pike, and yeah, to put the pike on the cart. So wish me luck, guys. Nein! Oh. Ja, komm! Oh nein, bitte, 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 bitte. Ah, diese dämlichen Rapfen, die schießen so oft daneben. Oh, das war ein richtig schöner großer Rapfen. Nein, jetzt auch noch der Regen. Nein. Ah, ja, wieso kommt denn jetzt der Regen? Scheiße. Das war ärgerlich. Da konnte ich nichts machen. Der ist einfach dran vorbeigeschossen. Ah, nein. Scheiße, ey. Gucken wir mal, ein bisschen Zeit brauche ich noch für die Brücke. Ja, dann fahren wir zur Brücke. Letzter Platz. Einen habe ich noch. Kein, der so gut ist wie die letzten. Ja, 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 ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, ganz entspannt machen jetzt. Ganz entspannt. Oh, das sind die 10 Punkte, die würde ich gern haben. Da wird mein Zander schön geupgradet. Das ist ein richtig schöner großer Rapfen. Komm einfach her. Da ist er. Sei richtig gut gehakt. Normalerweise ist ja beim Topwater-Angeln der Biss alles, aber jetzt will man den auch haben hier, den Kollegen. Richtig schöner großer Rapfen. Oh. Oh, diese Kopfschläge gefallen mir gar nicht. Oh, der geht nochmal. Nein. Nein, er geht nochmal. Komm her. Er darf den Kopf nicht drehen, er darf den Kopf nicht drehen, er darf den Kopf nicht drehen. Er dreht den Kopf. Nein.
Los, ich mache einen ganz langen Arm. Komm her, mein Schöner. Nein. Ah. Leute, ich hab ihn. Ja. Yes. Der Plan ist aufgegangen. Danke, Dustin Schöne, für den Hinweis, dass sie doch noch Topwater fressen bei 12 Grad. Das Geile bei den Savage Gear Hardbaits ist ja nun wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also können wir mal bitte darüber sprechen, wie günstig die Hardbaits sind und wie gut sie sind. Mega geil. Also wer von euch Bock hat, in das Hardbait-Game einzusteigen, Twitch-Baits, Crankbaits oder halt eben auch Stickbaits oder ähnliches, der sollte sich definitiv mal die Savage Gear Range angucken. Die ganzen Gravity-Sachen oder auch halt hier das Meeresprogramm, die Bullet Mullet. Richtig geiler, schöner, großer Rapfen. Ich freue mich riesig. Mega. 68 cm, ja. 69 sogar. Ja, ne, wobei, so 68. 69, Tatsache. 1 cm am PB vorbei. Richtig, richtig cool. Traumhafter Rapfen. Der Torpedo hier zischt wieder ab. Ah, geil. Richtig, richtig geil. Schön, wenn ein Plan funktioniert. Zander gefangen, Hecht gefangen, sogar noch ein paar Topwater-Bonuspunkte geholt und einen richtig schwitzigen Drill gehabt. Natürlich auch wieder natürliche Farbe. Bullet Mullet. Cool. Nach längerer Zeit wieder mal Punkte für Max, der trotz einiger Vakanzen auf dem Board bemerkenswerte Zuversicht ausstrahlt. Birger wiederum scheint unmittelbar vor Anbruch der letzten Stunde, zumindest für heute, nicht mehr hundertprozentig überzeugt. So, Finale. Eine Stunde noch, eine Brücke noch. Viele Fische noch. Viele Fische noch. Ei. So last half an hour for me, the wing is getting worse and worse. I don't know what's going on, man, but it seems that this is one of my worst luck fishing days ever. You know, I almost can fly. Shit, man. I was expecting some fish on the spot, but nothing except a small perch. I guess when I was training, they were chilling in the shallows there because it was less windy and hotter and sunny. So they should stick around, they should stick here on our feet and everything, but maybe they're not moving. So now I try with a finesse technique to trigger one, and if it doesn't work, I have some other spot. We will just move and try to find an active fish. So, nächster Spot. Jetzt probieren wir einen Barsch zu fangen. Mal gucken, ob es klappt. Hey, das ist ein Barsch. So. Oh, ich habe einen Barsch. Ich habe einen Fisch und ich habe einen Barsch. Ey, der Barsch, das ist so wichtig. Auch für morgen noch. Ist ja ein kleiner Barsch, aber ja. Damit hätte ich jetzt als letztes gerechnet. Was haben wir da? Kann man schwer ablesen. 28,5, ne? Ja. Ja? Ist das ein 29 cm Barsch? Und der rettet mir jetzt den Tag, ja? Ist das so? Dieser kleine Barsch hier? Ja, aber ey, ich habe einen Barsch. Wisst ihr, Barsch mein Lieblingsfisch, ne? Wenn schon entschneidern, auch mit einem kleinen Barsch. Ciao, Kleiner. Super. Hier, ein Scheißtag allemal, wissen wir ja alle, aber immerhin irgendwas gefangen. Gut. Okay. Boah, ich habe morgen nur noch 4 Zander und Hecht zu fangen, das ist ja kein Thema.
Finally, Birger ist on board. Ich muss ja tatsächlich sagen, Birger wäre mein Top-Favorit für diesen YPC. Aber er hat schon gesagt, dass sein Training leider überhaupt nicht lief, weil ihm das Hochwasser einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das hat vielen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich habe das Glück, ich habe sehr hochwasserresistent trainiert, sage ich mal, außer jetzt in dieser Zone. Aber ja, mal gucken, ob der Gute das noch reißen kann, umdrehen kann. Ich meine, wo ein Barsch ist, sind meist auch mehrere, ne? Oh, ein Biss. Oh, geil. Da ist er. Der Biss. Hier einfach mal beim Vorbeifahren an so einer Brücke angehalten. Und da kam auch direkt der Biss. Oi, oi, oi. Ein schöner Zander würde mir schon noch gut tun. Naja, Zander auf jeden Fall gewesen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier ja noch einen. Ja. Das ist ja ein süßer. Ein süßer, aber ist ein Zander. Wenn der maßig ist, ist die Full Cut, aber hätte mir natürlich was anderes erhofft. Gut. Ich glaube, der hat nicht mal Maß. 40 leider nicht, aber zumindest wieder ein Fisch. So, tschüss Großer. Schick deine Oma vorbei. Mama ist immer selbst noch zu klein, glaube ich. So, schnell Tape sichern hier. Nicht schon wieder eins verlieren. Schöner Biss. Zu kleiner Fisch. Dustin musste in der zweiten Tageshälfte etwas federn lassen, wobei ihm noch genau 30 Minuten Angelzeit verbleiben. Für die beiden Vorfachsünder ist der Angeltag hingegen vorbei. We are over for today. So, everyone there, thanks for watching. I know it was not my best fishing day. It was probably my worst fishing day in years, but I have another chance on day 2. It's difficult, but as I say, never surrender. Can happen. Bye bye, guys! So, das war der erste Tag. Nicht ganz so, wie ich mir erträumt hätte, aber man muss ja mit was zufrieden sein. Aber ich habe natürlich unter dem Fischen überlegt man sich immer noch wieder, was braucht man, was kann man machen und. Aber ich würde sagen, bei mir ist noch alles offen. Ich weiß, wo große Hechte sind und wenn ich die gefangen habe, dann verbessere ich noch meine Zander und vielleicht noch einen Barsch noch. Das waren wieder die Wünsche vom Angler. Was dann passieren wird, das werdet ihr sehen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Das ist eine halbe Stunde haben wir jetzt noch und wir probieren jetzt noch ein Sizable Barsch zu fangen. Ich bin nervös, Leute. Ich würde mich so freuen, wenn wir die Full Card schaffen. Ich habe das heute Morgen schon so aufgegeben, nachdem uns da die Hechte an dem einen Polder im Stich gelassen haben. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht noch einen Barsch bekommen. Das wäre der Hammer. Also wir gehen mal auf die andere Seite. Das Wasser müsste jetzt genug gefallen sein. I'm cursed. Gut, letzter Wurf hier, dann gehen wir ein paar Meter rüber. Komm ey, ein so ein Zander, der steht hier doch immer rum. Das gibt's doch gar nicht. Fisch! Oh, mein Kescher. Oh, oh, der ist zu klein. Der hat's. Der hat's. Ja, der kommt sogar noch auf halb. Guck dir das an. 23 Zentimeter machen mich heute schon wieder wie damals zum glücklichsten Mensch im YPC. Yes! Yes! 36. Amazing perch. So, letzter Spot. 10 Minuten noch auf der Uhr.
Oh, 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 nein, nein, da war er. Scheiße, scheiße. Boah, riesiger Hecht. Oh. Kam der gierig hier hoch gerade. How much time? Oh, Biss gehabt. Come on, bite again. Boah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ah, ah. Ja, los, 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 los. Der groß genug ist? Oh ja, doch. Könnte knapp reichen. Ist das der Wecker? Ist das 1 Minute vor? Okay, dann ist das der letzte Fisch, ne? Alles klar. Oh, oh, mal wieder Last Minute, ey, aber sowas von. Ja, mal gucken, ob der das Mindestmaß hat. Guck mal, der hat... Ja. Genau. 44, okay. Schau mal, schöner Zetti, oder? Ich freue mich. Wenigstens noch irgendwas geklappt heute. Okay. Ja, der Wecker hatte schon geklingelt, also sprich, die Minute wird jetzt abgelaufen sein. Mann, du, das war ja ein Tag zum Vergessen, ne? Muss man ja echt mal sagen. Also, da hätte ruhig das ein oder andere noch klappen dürfen, gerne. Also mit dem Hecht hatte ich wirklich festgerechnet, muss ich zugeben, weil da hatte ich jetzt ein paar Hechtspots, die echt auch funktionieren normalerweise. Ich weiß nicht, was mit den Hechten los war. Klitzekleines Ende hier, aber also ich muss Gas geben. Der zweite Tag, das wird für mich eine Herausforderung. Ich muss richtig ran jetzt noch, weil mit der Ausbeute hier brauche ich ja in der Gruppe nicht antreten, um irgendwas zu wollen. Ja, also Vollgas, Tag 2 für mich. Wird besser laufen, ehrlich. Important lesson for me today, and I hope I can give that tip to you guys as well. Never ever ever blame the fish, because you saw the other guys catching fish, so that means that there is fish, and I didn't catch any fish, and that's because of I choose the wrong spots. I don't know why, but I thought this channel, I lost this morning a fish, but hey, but for me in my spots, the pike were not active, the zander was not active, I didn't see any perch. Wrong decisions, wrong spots, blame it on yourself. Because when you blame it on yourself, you can learn from it. When you blame other guys or the fish or whatsoever, you never learn from it. So I grab my gear together and I go to the other day and I hopefully can get some fish on the board. Thanks for watching, cheers up, team Catch with Care, and see you next time. Natürlich hätte ich jetzt auch mehr geben können, noch mehr auf mittlere Hechte angeln, um die Karte weiter zu füllen, aber das war heute einfach nicht mein Ziel. Ich bin am Mittwoch in der Zone 1, das heißt im Rheindelta, und da wird für mich eindeutig noch mal ein bisschen was bei Hecht und bei Barsch möglich sein. Den Barsch muss ich ja überhaupt erst fangen, aber das Training verlief sehr gut und toi toi toi. Das will auch hoffentlich dann so umgesetzt werden. Insofern ist mein Plan heute voll und ganz aufgegangen. Ich bin mega happy und ja, den da hole ich mir irgendwann nochmal. In dem Sinne, ciao, macht's gut. Yeah, so guys, a really tough day. I think somewhere lucky, somewhere not lucky. I feel like one of the lucky with my big pike, my big zander. Dustin was also quite good flow. But yeah, we have another day, other weather, and I feel like it's going to be very different with a lot of surprise. So keep watching. Ein Tag der Achterbahn, oder wie sagt man? Ein Tag der Gefühle? Nee, eine Achterbahn der Gefühle, so rum. Fast wie das Wetter. Ganz schwach gestartet, dann mittags lief es auf einmal, oder vormittags lief es ein bisschen besser mit den Hechten. Dann wieder ganz schlecht, als wir dann kein Hecht bekommen haben, obwohl wir eine riesen Polderstrecke abgefischt haben, nicht mal einen Nachläufer. Und ja, dann wurde es richtig gut, habt ihr ja gesehen, unser kleines Zander-Massaker. Das war ja richtig cool, was wir da hatten.
Und jetzt noch der Mini-Barsch. Jetzt haben wir, glaube ich, die Full Card, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das ist doch ein super Start in den nächsten Tag. Erster Tag, YPC 2024 ist vorbei. Ich bin ganz happy, muss ich sagen. Gute Ausgangslage, 2 schöne Barsche, Hecht upgraden. Das sollte in der Zone 1 möglich sein. Wir werden es sehen. Vielen Dank für euren Support. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's mit dem ersten Angeltag der Gruppe A. Nach starker Zanderserie und dem kleinen Barsch zum Abschluss liegt Flo vor den entscheidenden 8 Stunden mit Full Card an der Spitze. Sami, der ebenfalls schon 6 Wertungsfische auf dem Board hat, folgt ganz knapp dahinter. Die anderen beiden Qualifikationsplätze belegen momentan Dustin und Herbert. Wie gehört, nimmt Max auf Rang 5 viel Selbstvertrauen mit in den zweiten Tag, während Birger kurz vor Schluss immerhin die totale Katastrophe abwenden konnte. Wenn man sich überlegt, vor welche Probleme die heutigen Bedingungen selbst die ortskundigen Angler wie den noch punktlosen Ewert gestellt haben, mag man sich vielleicht vorstellen, was für eine schwierige Mission das für César gewesen sein muss. Bevor wir aber klären, ob es Petrus und der niederländische Wettergott am zweiten Tag vielleicht etwas besser mit den Anglern der Gruppe A meinen, geht es kommende Woche erst einmal weiter mit Gruppe B. Nächsten Sonntag um 18 Uhr geht's los. Lasst uns ein Like oder einen Kommentar hier und schaut in der Zwischenzeit mal bei uns im Shop vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.